Ja, wie gesagt, Statistik Austria und der Weg zur digitalen Barrierefreiheit. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin in der Statistik Austria in der IT-Abteilung, das heißt, ich habe mit Statistiken gar nichts zu tun, im Bereich Client-Management und bin dort in erster Linie fürs Einrichten und Support von Videokonferenzen zuständig, beziehungsweise zu Live-Übertragungen, beziehungsweise Aufzeichnung von Schulungsvideos, Planung von Schulungsvideos. Ja, außerdem für den Support von Adobe-Produkten. Das heißt, wir setzen InDesign, Illustrator, Photoshop ein, XD, also Adobe XD, beziehungsweise Acrobat natürlich und ein wenig auch Adobe Premiere und After Effects. Und da mache ich den ganzen Support. Ja, und ich bin die Projektleitung quasi, oder ich bin die digitale Barrierefreiheit in der Statistik Austria. Dann kommen wir kurz zur Statistik Austria. Offiziell heißen wir Bundesanstalt Statistik Österreich. Ich sage das deswegen dazu, weil wir dann schon des Öfteren merken, dass wir in einer Anstalt arbeiten. Mit dem Vorteil, dass man am Abend nach Hause gehen darf. Zurzeit sind ca. 800 Mitarbeiterinnen bei uns beschäftigt und vielleicht kurz zur Struktur. Wir haben einen fachstatistischen Generaldirektor, eine kaufmännische Generaldirektorin. Unmittelbar darunter gibt es 4 Stabsstellen, zum Beispiel die Medieninformation. Und der Fachbereich, also die Leute, die dann Statistiken erstellen, die sind in 4 Direktionen aufgeteilt. Und dann gibt es noch 2 Abteilungen, nämlich die IT-Abteilung und dann auch noch die sogenannten zentralen Dienste. Da gibt es zum Beispiel die Informationsverbreitung, auf die wir dann später noch zu sprechen kommen. Wie schaut es jetzt mit unseren Publikationsschienen aus? Wir haben auf der einen Seite natürlich die Webseite. Ich möchte gleich dazu sagen, es gibt in Österreich ein Statistikgesetz. Das heißt, wir sind quasi die amtliche Statistik und wir sind zu Publikationen verpflichtet. Das heißt, gewisse Statistiken müssen zu einem gewissen Zeitpunkt publiziert werden und das wird in erster Linie über die Webseite publiziert. Hier werden dann auch verschiedene Schienen angeboten, zum Beispiel Web-Applikationen, natürlich HTML, CSS. Wir bieten CSV-Dateien an zur maschinellen Weiterverarbeitung und dann eben PDF-UA hoffentlich, die in der Regel dann von den Fachbereichen direkt als Word und Access Word erstellt werden. Auf das kommen wir dann später noch genauer zu sprechen. Die zweite Schiene, das sind Printpublikationen, das heißt, hier gibt es dann eben einen eigenen Bereich, eben diese Informationsverbreitung und hier wird in erster Linie mit InDesign gearbeitet, da diese Printpublikationen in der Regel aber auch zum Download angeboten werden. Zusätzlich werden die dann auch aus dem InDesign auf PDF-UA erstellt, das heißt mit Made2Tac und werden dann über Access PDF dann noch zusätzlich verbessert oder korrigiert. Das sind einmal so die Publikationsschienen. Ja, wie hat das Ganze angefangen? Wir haben jetzt dieser Tage einmal geredet, es war 2017, das erste Mal bei den PDF-Days hier in Berlin und da bin ich das erste Mal mit digitaler Barrierefreiheit in Verbindung gekommen. Also ich habe es früher schon gehört, dass es sowas gibt, aber da habe ich eben dann bei diesem Workshop teilgenommen. Das war damals noch ein kombinierter Workshop von Access4 und Axio und was natürlich praktisch war, weil dann beide Schienen abgedeckt waren für mich. Ja, wieder zurück in Wien habe ich dann angefangen zu recherchieren, was am Anfang auch nicht wirklich einfach war. Das heißt, man hat irgendwie 3 Experten gelesen, gehört und hat 5 verschiedene Meinungen gehabt. Mittlerweile kenne ich mich schon ein bisschen aus und kann sagen,
ja, es stimmt, also nach wie vor. Sehr unterschiedlich sind die Meinungen. Ja, ich habe dann angefangen, irgendwie mit meinen Vorgesetzten zu sprechen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, eben Barrierefreiheit zu liefern. Gefragt, wie können wir das umsetzen. Die haben gesagt, ja, machen wir. So ungefähr, ja. Ich hatte dann Gott sei Dank eine Verbündete bei uns auf der Pressestelle, die Leiterin der Pressestelle. Mit der haben wir dann gemeinsam eine Strategie entwickelt, wie wir das dem Haus schmackhaft machen können. Es hat dann eben Präsentationen vor den Direktorinnen gegeben, beziehungsweise von der Generaldirektion. Und da war der gleiche Grund, den er mach du nur. Und ja, so hat das Ganze mal grundsätzlich begonnen. Wir haben dann damit begonnen, Weiterbildungsmaßnahmen zu überlegen bzw. auch durchzuführen. Denn was ich am Anfang gleich gelernt habe, das heißt, gute Ausbildung von den Kolleginnen ist natürlich wichtig, damit dann wirklich erfolgreich PDFs erstellt werden. Oder nicht nur PDFs, sondern eben auch Webseiten. Das heißt, wir haben zunächst einmal eine Informationsveranstaltung organisiert. Da war eine Kollegin vom BKA dabei, beziehungsweise der Gerd Nussbaum von der Uni Linz. Die haben das vom ganzen Haus präsentiert. Das heißt, der Sinn war, so ein bisschen eine Awareness zu schaffen im Haus, damit die Leute mal wissen, dass das überhaupt gibt, beziehungsweise damit sie auch sehen, wie wichtig das ist und dass das an und für sich nicht wirklich großer Mehraufwand ist. Es gab dann Workshops beziehungsweise eben für Entwickler. Wir haben auch eine große Entwicklerabteilung bei uns im Haus. Das heißt, gewisse oder die meisten Web-Applikationen werden direkt bei uns im Haus programmiert. Und da war dann eben der Gerd Nussbaum dabei, der die Schulung für die Entwickler gehalten hat. Dann spezielle Kolleginnen, wie zum Beispiel von der Informationsverbreitung, haben dann eben bei Workshops teilgenommen, wie man aus InDesign barrierefreie PDF-Dokumente bekommt, beziehungsweise dann, es gibt in jeder Direktion, in jeder Abteilung sogenannte IT-Koordinatorinnen, die so quasi die Verbindung zwischen der IT und dem Fachbereich sind, und die wurden dann auch speziell geschult, wie man aus Word barrierefreie PDF-Dokumente bekommt. Und ja, das nächste war dann, dass wir eben eine Schulung angeboten haben, hausintern. Das heißt, wir haben einen relativ großen Weiterbildungskatalog und hier wurde eine Schulung angeboten, eben barrierefreie PDFs aus Word erstellen. Das Ganze wurde dann auch von mir noch extra als Lernvideo aufgezeichnet und auf unserer Lernplattform zur Verfügung gestellt. Ja, und ich persönlich habe mich dann eben auch weitergebildet, auch mit Workshops, Webinaren, Tagungen, wie da zum Beispiel, also so quer durch den ganzen Gemüsegarten. Ja, wie hat dann die Umsetzung ausgeschaut? Also grundsätzlich sind wir noch mittendrin, wobei relativ viel schon einigermaßen barrierearm ist, sagen wir so einmal. Wir haben uns irgendwann einmal für Access Word entschieden, weil eben die Nacharbeitung relativ gegen Null geht. Um jetzt mit Access Word wirklich vom Workflow her einfach arbeiten zu können, ist es ideal, richtige Vorlagen zu haben, also Word-Vorlagen zu haben. Hier war es dann so, dass das Bundeskanzleramt eine Word-Vorlage für alle Ministerien und ausgegliederten Gesellschaften zur Verfügung gestellt hat. Statistik Austria ist eine ausgegliederte Gesellschaft vom Bundeskanzleramt. Die wurden dann bei uns im Haus adaptiert,
vom Branding her, von den Anforderungen her, Statistik, eben, wie der Markus schon gesagt hat, braucht halt ein bisschen mehr Tabellen wie der Rest von den Behörden. Man weiß nicht warum, aber es ist so. Und auf jeden Fall wurde die dann adaptiert bei uns im Haus. Gleichzeitig haben wir dann Access Word ausgerollt. Hier war die spezielle Herausforderung, dass wir nicht nur das Access Word ausgerollt haben, sondern mehr oder weniger parallel in eine virtualisierte Umgebung gegangen sind. Das heißt, es gab hier praktisch zwei neue Schienen. Das heißt, die Ausrollung von Access Word auf die virtuelle Umgebung, die war dann sehr beratungsintensiv. Danke nochmal für die Geduld. Und ja, wir haben dann auch den Pack für alle Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt. Bei uns ist es so, dass die Software sehr begrenzt ist. Wir haben ein sehr hohes Security-Level. Sie können sich vorstellen, wir arbeiten doch mit sehr, sehr sensiblen Daten und dementsprechend gibt es hier einen großen Security-Level und das muss halt alles geplant werden. Also auch der Bug ist dann eben, dass ein PDF Accessibility Checker ist zur Verfügung gestellt worden. Im Publikationsbereich wurde eben dann Med2Tech installiert und die Kolleginnen, die eben mit InDesign arbeiten und die ganzen Layout machen, die waren nicht ganz so glücklich mit der Tabellenauszeichnung im Med2Tech und darum wurde dann auch Access PDF installiert, wo die Tabellenauszeichnung relativ einfach geht. Ja, und ab zweiten Quartal 2019 sollten alle neuen PDFs barrierefrei sein. Ich sage deswegen sollten, es kommen immer wieder kleine Ausreißer vor, aber in der Regel funktioniert das an und für sich recht gut. Es war am Anfang relativ schwierig. Wie gesagt, ich war so mehr oder weniger der Einzelkämpfer und es hat jeder nur irgendwie gesehen, was kostet uns das, um Gottes Willen, das ist ja viel zu teuer und das ist ein viel zu großer Mehraufwand. Der Workflow passt überhaupt nicht, da muss man dann noch, was ich, wie viele Schritte machen und so weiter. Und natürlich die allergrößte Herausforderung bei uns im Haus waren die Tabellen, dass die viel zu komplex sind. Hier wäre jetzt so eine Tabelle, und das ist wirklich nicht die komplexeste, was wir haben. Das waren einmal so die Herausforderungen am Anfang. Mittlerweile ist es so, dass hier ein massives Umdenken stattgefunden hat. Es hat zwei Gründe. Auf der einen Seite arbeiten wir sehr viel eben für Ministerien, für öffentliche Stellen. Das heißt, wir bekommen die Aufträge und die Anforderung ist natürlich, barrierefrei zu liefern. Auf der anderen Seite gibt es in der Statistik ein Kontrollgremium oder zwei Kontrollgremien, aber das eine war wesentlich der Statistikrat und der hat dann auch gesagt, ihr müsst unbedingt barrierefrei arbeiten. Also plötzlich kam dann der Druck auch von außen, von oben her und somit hat dann wirklich ein Umdenken stattgefunden, auch durch die Awareness-Schulungen bzw. durch die Grundschulungen hat es plötzlich funktioniert, dass Tabellen einfacher gestaltet werden. Am Anfang war immer der Kommentar, ja, wir sind ein wissenschaftliches Unternehmen, wir produzieren wissenschaftliche Daten, wenn wir die nicht so komplex machen, dann fehlen die Zusammenhänge und so weiter. Ja, plötzlich funktioniert es. Wie gesagt, es ist immer noch nicht wirklich einfach, also es gibt immer noch sehr komplexe Tabellen bei uns, aber zum Beispiel, wir haben am 7. Juli des Jahres den Webauftritt komplett relaunched, also nicht nur das Design, sondern auch die Technik dahinter. Und hier ist es mittlerweile so, dass auf der Webseite selbst nur mehr einfache Tabellen abgebildet werden. Es gibt dann halt nach wie vor
ODS-Daten zum Herunterladen für Personen, die mit Excel-Daten weiterarbeiten wollen. Die sind dann eben nicht wirklich barrierefrei. Und wie gesagt, auch hier wurden die komplexen Tabellen vereinfacht und auf mehrere Tabellen aufgesplittet. Wir haben eine Publikation erstellt, eine PDF-Publikation, die normalerweise 100 Seiten hat und durch die Aufteilung von den Tabellen, durch die Aufsplittung auf einfache Tabellen, hat die plötzlich 500 Seiten gehabt. Also das ist auch ein Punkt, muss man dann abwägen, ja, kann man die doch ein bisschen komplexer lassen oder muss man die einfacher machen. Ja, wie gesagt, das war einmal die Herausforderung von Tabellen, beziehungsweise eben die Argumente, speziell im Programmierbereich von unseren Programmierern, Entwicklern. Das ist so ein Mehraufwand, dadurch wird es natürlich teurer und ja, ist jetzt nicht wirklich der Fall, denn wenn man Barrierefreiheit von Start weg bei einem Projekt einplant, ist es null Mehraufwand und somit kostet es keinen Cent mehr. Jupp. Wie schaut jetzt der Alltag aus bei uns? Wie gesagt, mittlerweile sind wir angekommen, letztendlich durch den Druck von außen hat eben dieses, wie schon erwähnt, das Umdenken stattgefunden. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen empfinden das an und für sich nicht als Mehrbelastung, das ist einfach ein Workflow. Sie sind einfach nur angehalten, die entsprechenden Word-Vorlagen zu verwenden, die eben bei uns erstellt werden und gesperrt sind. Das heißt, man kann hier an und für sich nichts verändern drinnen, außer die Dinge, die eben notwendig sind. Also man kann eben auf die Absatzformate zugreifen, ganz ein wichtiger Punkt. Oder man kann eben Schnelltabellen einfügen. Und wie gesagt, die Vorlagen sind gesperrt und dementsprechend ist es ein relativ wenig Aufwand vom Support. Das heißt, bei unserem IT-Service Desk, das ist der First-Level-Support bei uns im Haus, landen eigentlich nur ganz, ganz wenige Anfragen. Auch aus dem Grund, weil vieles direkt in den Fachbereichen abgefedert wird durch die Ausbildung von diesen speziellen IT-Koordinatorinnen, die mehr oder weniger die Fragen innerhalb des Fachbereichs bereits abklären. Ja, ab und zu landet dann eine spezielle Frage dann doch noch bei mir, dass wir muss ich dann schauen, ob ich die lösen kann, beziehungsweise dann eben in der Community irgendwie nachfragen, ob es da eine Lösung gibt dafür. Ja, und wie gesagt, mittlerweile empfinden das die Kolleginnen nicht mehr als Mehraufwand. Was bleibt noch zu tun? Einiges. Wir haben relativ viele Altlasten. Das heißt, wir haben hunderte PDF-Dokumente, die nicht veraltet sind, wo der Inhalt aktuell ist, aber die jetzt, wann war dieser Stichtag? Ich glaube 2018, die vorher erstellt wurden. Sie müssen sich vorstellen, bei uns gibt es Statistiken, die nur alle 10 Jahre durchgeführt werden. Und diese PDFs, die bleiben natürlich vorläufig so, wie sie sind. Die werden momentan nicht angegriffen, es sei denn, es gibt einen Bedarf, dann stellen wir die natürlich barrierefrei zur Verfügung. Und wenn jetzt dann die Statistik neu erstellt wird, wird natürlich dann das ganze PDF aktualisieren und dementsprechend dann auch neu barrierefrei gemacht. Ja, was noch zu tun ist, es ist zwar jetzt nicht vom Gesetz her erforderlich, aber ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass wir einfache Sprache verwenden, zumindest in gewissen Bereichen. Es gibt Erhebungen bei uns im Haus, die verpflichtend sind. Das heißt, viele Unternehmen müssen an Umfragen teilnehmen. Das heißt, die müssen melden,
Es gibt eben auch so Bereiche, wo man denkt, dass es wichtig ist, einfache Sprache zu verwenden. Wir haben, wie Uwe schon erklärt hat, auch Site-Improve im Haus, das Monitoring verwendet. Bis jetzt haben wir das noch nicht wirklich verwendet, also für Barrierefreiheit, weil unsere Webseite war alles anderes unsere alte Webseite war alles anderes barrierefrei. Und jetzt im Herbst werden wir auch das Monitoring für die Barrierefreiheit aktivieren und schauen, dass auch da einfach immer kontrolliert wird, ob wir auf den richtigen Stand sind und auch bleiben. Ja, und dementsprechend werden wir auch die Weiterbildung vorantreiben. Das heißt, wir werden weiterhin Schulungen anbieten, speziell für neue Kolleginnen und die mit dem Thema halt noch nichts zu tun gehabt haben. Ja, Fazit. Es ist nicht einfach, Barrierefreiheit in einem Unternehmen durchzusetzen, wenn die oberste Führungsebene sich nicht dazu committet, denn wenn man irgendwie so als einfacher Mitarbeiter sagt, okay, machen wir das bitte, dann werden natürlich die Vorgesetzten sagen, was willst du erzählen? Oder, das heißt, das war natürlich grundsätzlich ein wichtiger Punkt, dass die Generaldirektion da mitspielt. Wie gesagt, sie bekamen dann den Druck von außen und dementsprechend hat es dann auch funktioniert. Wenn die Kolleginnen richtig motiviert werden, wenn sie richtig ausgebildet werden, dann, wie gesagt, wird es nicht als Mehrbelastung empfunden. Bevor wir Access Word unternehmensweit eingesetzt haben, haben wir natürlich Testversuche gemacht und die eine Kollegin, die hat am Anfang geschimpft und geflucht und so typisch wienerisch halt. Und das ist ein Wahnsinn, was man da alles machen muss, so viel und so. Und nach kurzer Zeit, nach 1-2 Wochen, war das überhaupt kein Thema mehr für sie. Also das war wie wenn sie einfach ein normales PDF erstellt hätte. Ja, und wie auch schon erwähnt, wenn wir jetzt irgendwelche Web-Applikationen, speziell Web-Applikationen oder auch Print-Publikationen, wenn man das erstellt und von Anfang an diese Barrierefreiheit einplant, dann ist es kein Mehraufwand für die Programmierer, für die Entwickler und es ist auch dementsprechend nicht teurer. Ja, und wie gesagt, wenn eben die richtigen Tools verwendet werden, wir haben heute schon ein paar Mal gehört, dass jetzt zum Beispiel PDF-UA aus dem Acrobat allein zu erstellen oder aus Word allein zu erstellen, dass das ziemlich mühsam und aufwendig ist, beziehungsweise auch aus den Adobe-Produkten heraus. Und wie gesagt, wenn man die richtigen Tools wie Access Word oder Access PDF verwendet, dann ist es eben relativ einfach, wirklich PDF-UAs zu erstellen. Ja, somit Dankeschön. Wenn noch Fragen kommen, gerne jederzeit.